Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, zu diesem besonderen Video. Und zwar eins mal außer der Reihe, weg von der Schrauberei. In diesem Video geht es um die 1200er und die 1250er Modelle von BMW und da genauer gesagt um die Kardanantriebe und deren Rückrufaktionen. Ja, worum geht es genau? Und zwar gibt es seit letztem Jahr eine Rückrufaktion in Anführungsstriche. Und da geht es um diese Kardanantriebe, um Defekte an den Kardanantrieben und zwar bei den Fahrzeugen, die wassergekühlten Boxerfahrzeuge. Das betrifft die 1200er, 1250er und da ist schon auch einiges passiert, da wurde viel diskutiert, da wurde viel geschrieben und so weiter und so fort zu dieser Problematik. Die Leute haben Angst, weil sie Videos gesehen haben, die Probleme, also tatsächliche Probleme aufgezeigt haben. Ja, und die Leute sind verunsichert. Ich habe auch einige Anfragen bekommen bezüglich der 1150er Kardanantriebe oder der 1100er Kardanantriebe. Dazu habe ich auch schon, glaube ich, 2 Videos gemacht, wo es um die Kardanwelle geht, wie die aussieht. Ich hatte meine ja überholen lassen mit anderen Kreuzgelenken und so weiter und so fort. Ich habe aber kürzlich ein Video im Internet gefunden, beziehungsweise bei YouTube gefunden, welches dieses Thema genau behandelt. Und ich dachte mir, cool, endlich mal jemand, der mit einem BMW-Händler zusammen für Aufklärung sorgt und der dieses Thema genau angreift und von der Quelle auf schon behandelt und die ganzen Fragen eben halt beseitigt. Dieses Video und das Thema an sich und die Fragen, die an mich gerichtet worden sind bezüglich der 1150er Kardanwellen, das habe ich zum Anlass genommen, genau dieses Video zu machen. Also man könnte dazu sagen, so ein Reaction-Video. Ja, wobei das eigentlich gar kein richtiges Reaction-Video ist, sondern vielmehr eine Zusammenfassung von Zitaten, die in diesem Video vorkommen, wo ich ein bisschen was dazu sagen wollte, weil ich eigentlich ja dachte, dass das Video, was da gemacht worden ist, dazu beiträgt, aufzuklären. Und da sind ein paar Sachen drin gewesen, wo ich mir gedacht habe, da muss man auch mal was dazu sagen. Und genau deswegen machen wir das jetzt heute. Ja, zuallererst mal für die Leute, die die 1150er fahren und die ersten 1200er oder die 1100er Modelle, man braucht da eigentlich keine Sorgen zu haben. Die Wellen sind so gut gemacht, die sind selbst nach 20 oder 23 Jahren noch in so relativ gutem Zustand, dass man da eigentlich keine Befürchtung haben muss. Auch ist der gesamte Antrieb, also die Schwinge, der HAG, eben komplett anders konzipiert, sodass auch Feuchtigkeit, die da natürlich auch entsteht, eigentlich gar nicht so sehr angreifen kann. Ihr habt in den Videos von mir habt ihr gesehen, wie die Kardanwelle ausgesehen hat. Ja, die hatte Verschleiß, aber eine Kardanwelle ist nun mal halt auch ein Verschleißteil. Aber sie hatte keine Defekte, die aufgrund von Rost oder sonstigen irgendwie vorhanden waren. Das war nicht der Fall und von daher kann ich da eigentlich schon mal, was diese Modelle angeht, auf jeden Fall sagen, da gibt es keine Probleme eigentlich. Also sei denn jemand geht damit so grob fahrlässig um, ja, aber nicht nach 20 Jahren. Darum soll es gar nicht gehen, das nur zur Information. Wir widmen uns jetzt mal diesem Video. Ja, der Tobi H., der hat dieses Video ganz toll, wie ich finde, eingeleitet und hat schon zu Beginn auf die Problematik auch hingewiesen und hat sich dann als Interviewpartner einen Kfz-Meister oder einen Fahrzeugmeister dazugeholt und darüber wird jetzt oder über dieses Thema Kardanwelle wird jetzt in diesem Video diskutiert. Die Problemstelle, was läuft schief, vor was müssen wir Angst haben? Unsere Problemstelle ist die Kardanwelle an sich selbst. Was genau? Was genau ist das Problem? Das ist die Frage eigentlich. Was ist das Problem an dieser Kardanwelle? Und die Antwort
darauf, das Problem ist die Kardanwelle an sich selbst. Ja, keine Ahnung, an sich selbst. Sind es die Gelenke, ist es der Rost, ist es das Schiebestück, ist es der Elastomer? Was ist es nun genau? Oder ist es das Material? Ist es einfach nur schlechtes Material? Das hätte mich interessiert, aber es geht weiter. Und dann haben wir uns natürlich auch mal gefragt, sagen, Menschenskinder, wir reden immer über diesen Längen. Also, wie viel Meter macht denn eigentlich die Welle auf der Aushängung? Ja, und da kommt er gleich zum ersten interessanten Punkt, nämlich der Längenausgleich. Der Längenausgleich an so einer Kardanwelle. Und die Frage war eben, wie viel Ausgleich macht so eine Kardanwelle? Die Antwort folgt auf den Fuß. Und ich kann euch sagen, ich habe selbst geschaut bei der 1150er im eingebauten Zustand ohne Stoßdämpfer, also ohne Federbein hinten, habe ich die Schwinge mittels einem Heber in eine Position gedrückt nach oben, die nie erreicht werden kann, weil sie durchs Federbein begrenzt wird, und nach unten ebenfalls. Und der Weg von ganz oben nach ganz unten war in der Tat, das waren wenige Zehntel Millimeter. Wenige Zehntel Millimeter. Also kaum sichtbar hat sich das Schiebestück auf der Verzahnung oder das Schiebestück an sich bewegt, von oben bis nach unten. Das heißt eigentlich, selbst wenn dort an dieser Stelle keine Schmierung wäre, dürfte es da eigentlich auch kein Problem geben, weil in der Tat, und das ist ein folgender Einwurf vom Kfz-Meister, der Längenausgleich kann da schon oben an der Getriebeeingangswelle oder unten stattfinden. Wohlbemerkt, ich spreche jetzt gerade von den 1150ern. Hier geht es aber um die 12 bzw. 1250er. Und die denken alle zu viel, und der Längenausgleich ist tatsächlich von Einfädelung zu Ausfädelung nicht mehr als 1 Millimeter. Ja, nicht mehr als 1 Millimeter. Er hat recht, natürlich. Es ist wahrscheinlich noch sehr, sehr viel weniger. Das heißt, das Argument, wenn der Längenausgleich nicht mehr stattfindet, reißt automatisch die Kardanwelle, oder gibt es ein größeres Problem, dass irgendetwas abbricht oder dass irgendetwas blockiert. Das ist wirklich eher unwahrscheinlich, und damit hat er natürlich auch recht. Ich spüre da jetzt zum Beispiel so in der Mittelstellung, in der Bewegung und in der Bewegung wie so ein Druckpunkt. Wie wenn es da leicht, also es rastet nicht ein, Nee. aber es ist ein bisschen, du brauchst ein bisschen mehr, dass es drüber geht. Ja. Was ist das normal? Oder Das ist Ja, der Tobi H. hat dann die Kardanwelle, die dort aufgebaut wurde, also die dort liegt, eine Nicht-GS-Kardanwelle am Kreuzgelenk genommen und hat es hin und her bewegt und wohl da schon festgestellt, dass es dort eben gewisse, er sagt zwar, er hat keine Rastpunkte gehabt, aber er hat Stellen gehabt, die ein bisschen schwerer gehen oder eben halt ein paar Stellen, die etwas leichter gehen. Das ist eigentlich, also tut mir leid, ich habe das nicht anders gelernt, ein Zeichen dafür, dass eine Kardanwelle beginnenden Verschleiß hat. Weil normalerweise läuft ein Kreuzgelenk von der einen bis zur anderen Seite ohne Rasten, ohne Druckpunkte, ohne alles, und zwar in jede Richtung, in die sich dieses Kreuzgelenk bewegen kann. Aber die Antwort vom Meister kommt sofort. das jetzt schon Normal. verrostet? Nein, das ist normal. Die Kardanwelle ist in Ordnung. Ja? Und das muss auch so sein bei den Kardanwellen. Das ist für mich so eine Antwort, wo ich sage, nee, das ist nicht so. Das ist nicht so. Wenn eine Kardanwelle Spiel hat oder eben halt Druckpunkte hat, ob die jetzt rastet oder nicht rastet, das ist erstmal egal. Sobald sie eben nicht mehr sauber von hüben nach drüben läuft, dann ist sie eben nicht mehr in Ordnung. Ich meine, das Prinzip ist, da ist ein Nadelkäfig drin mit umlaufenden Nadeln, die auf einem Stück sitzen, spielfrei, was sich da drin drehen kann. Wenn das alles in Ordnung ist, warum in Gottes Namen sollte dieses Lager an einer Stelle einen Druckpunkt haben? In welcher Form auch immer. Also, ja, man kann ja auch nicht sagen, das Lenkkopflager hat an der Stelle eine Raste, okay, aber da läuft es gut, das ist noch in Ordnung. Nein, das ist auch nicht mehr in Ordnung. Das ist zu fest oder eingelaufen oder was auch immer.
Ja, also das ist falsch. Durch Temperatur, Witterungsverhältnis dunstet es aus, aber klar, wenn natürlich viel drin ist und es ist, schwimmt irgendwann in Wasser, ja, dann verdunstet es nicht mehr. Okay, dann hat er schon gleich das nächste Thema aufgegriffen, und zwar die Feuchtigkeit, um die es ja ganz oft in diesen Beiträgen geht. Also die Feuchtigkeit innerhalb des Kardantunnels, die dafür sorgt, dass die Kardanwelle an sich rostet. Natürlich haben wir ein halbwegs geschlossenes System, also bei diesen Motorrädern, aber auch bei den 1100ern, 1150ern, egal, ein halbwegs geschlossenes System, in dem logischerweise Kondenswasser entsteht, wenn wir beispielsweise in der kalten Jahreszeit fahren. Ja, der Kardanantrieb wird warm, hinten vom HAG, vorne vom Getriebe, und es entsteht kalt-warm, es entsteht Kondenswasser. Und das Kondenswasser muss natürlich auch irgendwo hin. Nur ist es halt so, dass dieses Kondenswasser in der Tat wieder eben durch die Temperatur, durch die steigende Temperatur dann irgendwann auch wieder tatsächlich verdunstet. Wenn jetzt aber so viel Wasser drin ist, dass es nicht mehr verdunsten kann, so wie er sagt, dann gibt es natürlich ein Problem, dass Rost entsteht, ganz klar. Und diesem Problem muss man Abhilfe schaffen. Unser Gelenk an der Kardanwelle veroxidiert. Natürlich auch die Verzahnung von der Kardanwelle auf dem Endantrieb. Dieser Bereich hier rostet auf fest. Das Wasser oder die Feuchtigkeit, die er dort anspricht, die sorgt dafür, so gibt er das wieder, dass eben das Gelenk, also das Kreuzgelenk, und das Schiebestück oder die Verzahnung am Hinterradantrieb eben halt verrosten. Also dass dort Korrosion entsteht. Wenn das Kreuzgelenk äußerlich verrostet ist es erstmal nicht so dramatisch. Erst wenn es innen verrostet ist, wo die Schmierung eigentlich stattfinden soll, beziehungsweise wo Schmierung vorhanden sein soll, dann wird es problematisch. Klar, dann wird das Kreuzgelenk fest und dann kann es zu Problemen kommen. Das heißt, es können Vibrationen entstehen, wenn beispielsweise ein Spiel im Kreuzgelenk ist. So. Aber er sagt jetzt eben ganz genau, dass durch diese Feuchtigkeit das Kreuzgelenk rosten kann und auch die Verzahnung hinten am Schiebestück. Das Problem ist der Rost an der Kardanwelle. Das Gelenk kann so oxidieren oder verrosten, dass es einfach in der Rotation nicht mehr sauber läuft. Hatte ich ja eben schon mal gesagt, wenn das Gelenk äußerlich verrostet ist, macht es erstmal überhaupt gar nichts. Das ist uninteressant. Erst wenn es Spiel hat oder wenn es innen drin keine Schmierung mehr hat und rosten kann, dann hat es natürlich ein Problem. Und dann läuft es natürlich in der Rotation nicht mehr sauber, ganz klar. Aber eben halt erst dann, wenn entweder Rastpunkte da sind oder es Spiel da ist. Dann kann es passieren, dass eben das Kardangelenk abknickt und durch das Spiel rechts, links, hoch, runter eben halt ein exakter Rundlauf oder ein exakter Lauf eben nicht mehr stattfindet. Ganz klar. Und daher, wenn es nämlich sauber läuft, in ihren Positionen oder schwergängig nur. So, und hat er nicht vorhin gesagt, ein Gelenk mit diesen Punkten ist absolut normal? Im gleichen Atemzug, etwas später, sagt er, es ist klar, wenn das Gelenk nicht mehr sauber läuft, dann ist es ein Problem. Also da stimmt was nicht. Das sind zwei verschiedene Meinungen, die da aufgetan werden. Das hört sich für mich nicht nach einer Erklärung an. Also ist es nun ein Problem mit dem Kreuzgelenk oder ist es nun kein Problem mit dem Kreuzgelenk? Klar, je mehr das veroxidiert, das sind ja Kräfte, Ja. extreme Kräfte, wo da wirken, das kann sich dann auch mal abschirmen. Ja, und er bestätigt dann in diesem kurzen Teil, dass es durchaus dazu kommen kann, dass ich ein Gelenk abscheren kann. Ja. Kann sein. Ist auch schon passiert. Ich erinnere da nur an den Ride Alone zum Beispiel, der einen schweren Unfall hatte mit seinem Motorrad. Und ich glaube, es sind noch einige anderen gewesen, die auch Probleme damit hatten. Aber das Wichtige an der Rückrufaktion ist, zu prüfen, ob die Kardanwelle in Ordnung ist. Ich höre den Rost flüstern.
Weil der Test, der aufgeschlagen wird hier von BMW, der ist eine Farce. Das ist ganz einfach so. Da wird was getestet, was... Keine Ahnung. Es gibt aber hier keine Antwort auf die Frage, warum ist das so? Warum rostet schon nach relativ kurzer Zeit eine Kardanwelle und warum gibt es da Probleme? Auf der einen Seite ist es gar kein Problem mit dem Rost, auf der anderen Seite dann doch wieder schon. Auf der einen Seite sind rastende Kreuzgelenke absolut normal und auf der anderen Seite wird gesagt, ja, wenn das nicht mehr rund läuft, dann gibt es natürlich ein Problem und es kann bis dahin gehen, dass es sich abschert, dass ein Kreuzgelenk abgeschert wird. Ja, das kann passieren, in der Tat, aber das hat in der Tat auch nichts mit dem Schiebestück zu tun. Also für mich klingt das ganz stark danach, da ist einfach ein schlechtes Material verbaut worden, was eben nach ganz kurzer Zeit schon den Geist aufgibt, oder ein schlechtes Material genommen worden ist, was mit den Kräften, die durch das Motorrad entstehen, nicht in Vereinbarung stehen. Das heißt, die wird ausgebaut. Nein, die wird nicht ausgebaut, das wird vermessen im eingebauten Zustand. Ja, und eigentlich fragt der Tobi H. ganz richtig. Die wird ausgebaut. Nein, wird sie nicht. Da gibt es einen Test, da kommen wir gleich dazu, der wird auch gezeigt. Relativ interessant, wie absurd. Die Kardanwelle wird nicht ausgebaut, die wird nicht angeguckt, es wird nicht kontrolliert, obwohl er gerade eben von Rost an der Kardanwelle gesprochen hat und Rost am Schiebestück und Rost am Gelenk gesprochen hat, das so weit gehen kann, dass die sogar abschert. Aber sie wird nicht ausgebaut. Nein, sie wird nicht ausgebaut. Hören wir uns an, was es dazu zu sagen gibt. Okay. Ja, dafür hat BMW speziell Werkzeug entwickelt, ja, mit dem man das misst, wo uns das aufzeigt, auch die Frequenzen gezeigt werden, ob das in Ordnung ist. Ja, und ich glaube, wenn jemand in der Lage ist, Spezialwerkzeug zu entwickeln, dann ist es BMW Motorrad. So viel Spezialwerkzeuge wie für diese Motorräder, tut mir leid. Also auch hier ist wieder ein Spezialwerkzeug entwickelt worden. Dieser Test, der ist meines Erachtens neben dieser Geschichte von diesem Schnabel, den man da einbohrt, also das sehen wir dann in der Folge, ist der noch absurder eigentlich. Die Kardanwelle muss eine gerade Stellung haben. Das wird mit einem Spezialwerkzeug, wo speziell dafür angefertigt worden ist, quasi vorgegeben. Ja. Natürlich muss sie für diesen Test gerade sein. Warum? Warum ist das so? In der geraden Position, das heißt also Getriebeausgangswelle bis nach hinten zum HAG, liegt in einer gewissen Position, wenn das Fahrzeug eingefedert ist, wenn jemand drauf sitzt oder man mit einem speziellen Werkzeug, was BMW entwickelt hat, die Schwinge in diese Position bringt, liegt die Kardanwelle genau gerade auf. Und wenn ich in dieser Position etwas messe, was auch immer, vielleicht hört man da auch die Flöhe husten, dann kann das meines Erachtens nicht besonders viel sein, weil sie läuft absolut ohne Belastung. Es ist einfach nur eine Verbindung zwischen zwei sich drehenden Punkten, mehr nicht. Es wird kein Gelenk beansprucht, es wird kein Gelenk geknickt, es wird kein Gelenk gedreht und in dieser Position, genau in dieser Position, wird etwas gemessen. Das hören wir uns jetzt an. Und dann wird über einen Akkuschrauber. Ja, genau. Es ist nämlich hinten in der Achse, in der Hohlachse, wird ein Einsatz eingesteckt mit einer Aufnahme für einen Akkuschrauber. So eine 6-Kant-Bit-Aufnahme. Kennen wir alle aus dem Baumarkt. Können wir schön vorne den Makita oder DeWalt oder Bosch oder was auch immer Akkuschrauber aufsetzen und können das Ganze hinten einfach drehen. Versteht sich ohne Hinterrad, weil auf die Hinterradaufnahme eine Art ABS-Ring kommt, eine Scheibe. Der sieht ähnlich aus wie ein ABS-Ring. Und an dieser Scheibe wird lediglich die Drehzahl abgenommen, wie schnell dreht sich das Ganze. Wie ein ABS-Ring, mehr nicht. Und diese Drehzahl wird an einen Computer weitergeliefert, wahrscheinlich ans Diagnosetool von BMW und gibt dort vor, wie schnell gedreht wird, also wie stark muss ich auf den Akkuschrauber draufdrücken und muss diese Drehzahl dann muss die Drehzahl dann eine gewisse Zeit lang halten und dann wird etwas gemessen. Und dann misst das Gerät die Schwingungen die Frequenzen
von dieser Kardanwelle und ermittelt, ob die im Toleranzbereich ist oder nicht. Okay, das Gerät misst also die Schwingungen von der sich drehenden, nicht belasteten Kardanwelle. Das ist so im Groben dieser Test. Und wenn das Gerät dann anzeigt, Daumen hoch, ist alles in Ordnung, Daumen runter, dann kommt eine neue Kardanwelle rein, wie er im Folgenden dann auch sagt. So, und jetzt frage ich mich natürlich, was wird da genau gemessen? Das wäre interessant gewesen. Das hätte mich interessiert. Was wird da genau gemessen, was Aufschluss darauf gibt, ob die Kardanwelle verrostet ist oder ob die Gelenke in irgendeiner Form verschlissen sind? Wenn Kardanwellen mit Rastpunkten noch okay sind und so sein müssen, dann kann ja da nicht viel kommen im Endeffekt. Weil man würde ja erst was wahrnehmen können, wenn man a. die Kardanwelle unter Belastung hat, das heißt, die ist entweder ausgefedert oder sehr extrem eingefedert, oder b. man das Ganze auseinanderbaut und sich das einfach anguckt. Warum wird das nicht gemacht? Warum entwickelt man solche Werkzeuge, solche, ich sag mal, Pseudo-Werkzeuge, das geht ja noch weiter, um Löcher zu bohren, um irgendwelche Frequenztests zu machen und so weiter und so fort. Warum geht man nicht einfach hin und sagt, Leute, kommt in die Werkstätten, baut diesen Scheißdreck aus, guckt sich das an, wenn es verrostet ist oder einen Ansatz von Rost hat, raus damit, Neues rein und am besten noch etwas, was besser entwickelt ist, packt das Ganze gut ein mit Schmiere, bohrt meinetwegen da unten noch ein Loch rein, damit das Wasser eventuell ablaufen kann und die Sache ist doch erstmal erledigt. Warum macht man das nicht? Die Drainage, damit das Wasser abfließen kann, ist eine spezielle Vorrichtung. Ja, und dann kommt das schon ziemlich zum Schluss von dem Video zu der Drainage. Das heißt, das, was das Problem angeblich verursacht, wird jetzt abgestellt. Das heißt, es gibt ein spezielles Werkzeug, wieder einmal, mit dem man ein Loch von unten in den HAG, nein, nicht in den HAG, in die Schwinge bohrt, an einer ganz bestimmten Stelle. Das ist wie eine Bohrschablone, mit der man auch Holz bohren kann, sowas in der Art, ja, um irgendwelche Holzdübel einzusetzen oder Steckverbinder für Holzplatten oder so. Ist nichts anderes. Und dann wird dort mit einer ganz besonderen Geschwindigkeit ein Loch von unten nach oben in diese Schwinge gebohrt. Ein Loch reinbohren müssen. Es ist auch so, wenn ihr fragt, da fällt ja Späne rein. Ja, und die Frage ist berechtigt. Die Frage ist berechtigt, fallen da Späne rein? Die Späne, die da reinfallen, die rosten nicht. Und die machen wahrscheinlich erstmal nichts Schlimmes. Da sind keine offenen Lager, das ist abgedichtet, alles mit Wellendichtringen. Das ist erstmal kein großes Problem. Aber klar ist, nicht geschütztes Aluminium korrodiert genauso wie Stahl, sieht nur anders aus. Und er behauptet also hier im Weiteren, dass eben in einer gewissen Geschwindigkeit gebohrt wird und die Werkzeuge zum Bohren sind so scharf, dass nach innen keine Späne fallen. Nein, weil das wird in einer ganz bestimmten niedrigen Geschwindigkeit reingebohrt. Ja, in einer ganz bestimmten niedrigen Geschwindigkeit. Stufe 1 und den Drücker 1 mm gehalten. Oder so. Ich könnte mir jetzt den Spaß machen und könnte einfach mir ein Stück Aluminium aus dem Keller holen, einen Akkuschrauber, einen niegelnagelneuen Bohrer und mit einer ganz langsamen Geschwindigkeit ein Loch in dieses Aluminium hineinbohren. Natürlich fallen erstmal die Späne nach innen, nach außen raus, ganz klar, logisch. Wir haben Schwerkraft hier, normal, alles fällt nach unten. Manches auch, was nicht unbedingt nach unten fallen sollte. Aber wenn man dann oben angekommen ist, in dem Durchbruch, was entsteht denn dort? Da können Späne reinfallen. Die Späne sind meines Erachtens gar nicht das große Problem. Das Problem ist der Grad, der oben entsteht, wenn man durchgebohrt hat. Und der entsteht unweigerlich. Der entsteht sogar noch viel mehr, wenn man sehr langsam bohrt, als wenn man sehr schnell durchbohrt. Und das Zweite ist, ein sehr scharfes Werkzeug ist nach mehrfachem Gebrauch eben nicht mehr so scharf, wie es ursprünglich war. Das heißt, das Ding wird wieder stumpf. Was ist denn dann? Oder wird für jedes Fahrzeug ein neuer Bohrer genommen? Das sind so Fragen, die ich mir dann stelle.
Also in jedem Fall ist es so, dass innen drin ein Grat entsteht und wir gucken uns mal an, was er dann noch dazu sagt. Die Dinger sind so scharf, das hakt ein, das bleibt. Die Dinger sind so scharf, das hakt ein und bleibt. Applaus für die erste Reihe. Wunderbar. Habe ich gerade gesagt. Was ist, wenn der Bohrer nicht mehr scharf ist? Und dann? Aber gut, das ist gar nicht das Hauptproblem an dieser ganzen Geschichte meines Erachtens nach. Das Hauptproblem liegt ganz woanders und da kommen wir gleich dazu, wenn wir mit diesem Video hier durch sind. Und dann drücken wir hier die Drainage rein und das ist quasi, damit das Wasser abfließen kann, kommt das Wasser von oben rein, öffnet sich das, von außen verschließt sich es. Ja, und dann kommt die Drainage rein. Klasse, perfekt, super gemacht, Problem gelöst, alles ist in Ordnung. Wir haben einen Frequenztest, wir haben eine Drainage reingedrückt, ist doch wunderbar. Der Kunde fährt wieder raus und ist total zufrieden. Der hat seinen Service gemacht, alles wunderbar. Der Bernd übrigens von Moto Comfort, auch bei YouTube, der hat einige tolle Videos darüber gemacht und das genau gezeigt, was da passiert. Auch darüber gesprochen, was passiert mit der aufgebohrten Stelle. Das ist nicht lackiert, das ist nicht behandelt, das wird nicht behandelt. Das korrodiert, das blüht auf, das Aluminium an der Stelle, das unterwandert den Lack an dieser Stelle. Wir kennen das bei den alten Modellen, bei den 1150er, 1100er Modellen und vielen weiteren alten Modellen, wo beispielsweise an den Verbindungen der Motorgehäuse oder an den Verbindungen von Getriebe und Motor eben halt Lackabplatzungen stattfinden, wo Wasser hintertritt und das Ganze dann großflächig aufblüht und man am Ende diesen Lack einfach so mit dem Schraubenzieher oder mit dem Fingernagel abkratzen kann. Für mich ist das Pfusch, ganz einfach. Da gehört auf jeden Fall was hin und wie gesagt, der Bernd von Moto Comfort hat ja ganz tolle Videos gemacht, könnt ihr auch mal schauen auf seinem Kanal. Der hat es da sehr gut erklärt und hat es auch mal richtig auseinandergenommen und mal angeguckt, wie sieht es da drin eigentlich aus. Und er hatte auch welche, die verrostet waren. Ganz klar, ganz klar. Gut, aber das Video ist zu Ende. Wir kommen jetzt zu meinem Fazit. Das muss nicht letztendlich sein und das muss auch nicht unbedingt richtig sein, aber das ist meine Vermutung, woran es liegt. Man hat einfach, also so ist mein Empfinden oder meine Vermutung, man hat einfach gespart an jeden Ecken und Enden. Und das ist das, was man auch an diesen Motorrädern, an diesen neuen Modellen immer wieder sieht. Ich bekomme so viele Mails, wo die Leute schreiben, ja, das ist so und da gibt es Unterschiede und da gibt es Unterschiede. Nein, ich bleibe lieber bei meinem alten Modell, das ist alles besser. Ja, das ist auch in der Tat so. Natürlich sind es schöne Motorräder, ganz klar. Die sind toll, die haben tolle Motoren, die haben viel Leistung, die haben einen tollen Drehmoment, die haben viel elektronischen Schnickschnack. Ich gönne das jedem, der das braucht, der das haben will, ist super. Keine Frage, keine Frage. Aber es gibt eben ein paar Dinge, da stimmt es dann einfach nicht mehr. Wenn ich 23.000 oder 25.000 Euro oder mehr für so ein Motorrad ausgebe, dann kann ich erwarten, dass eine Kardanwelle das auch aushält. Und viele andere Dinge auch. Es gab jetzt Berichte über Rahmenbrüche und so weiter und so fort. Meiner Meinung nach wurde einfach an der Kardanwelle gespart. Es wurde erstens mal das ganze Teil umkonstruiert, das ist anders aufgebaut, ganz anders aufgebaut wie bei den alten Modellen, bei den Vorgängermodellen und es wurde gespart. Einfach billiges Material verwendet, billige Lager verwendet, billige Kreuzgelenke verwendet, die eben schon relativ schnell ihren Geist aufgeben. Und dann gepaart mit Rost, mit Korrosion, das eventuell entsteht, weil Wasser im Kardantunnel drin ist. Und da muss man natürlich auch immer noch fragen, woher kommt denn das Wasser? Ist das tatsächlich Wasser, was hineinkommt von Regenfahrten, von langen Autobahnregenfahrten? Oder ist es Wasser, welches eintritt durch Fahrten durch irgendwelche Flüsse oder irgendwelche Seen? Da könnte man sich auch Gedanken drüber machen, ob das vielleicht am Ende auch ein großes Problem ist. Weil eins ist Fakt, es ist nicht bei allen diesen Modellen der Fall, sondern eben halt nur bei vereinzelten Modellen, bei denen es da eben Probleme gibt. Für mich ist es klar, dort wurde gespart und jetzt rächt sich das und BMW versucht mit
einfachsten Mitteln, diese Problematik aus der Welt zu schaffen. Und für mich wäre das einfachste Mittel, den Kardanantrieb zu zerlegen, die Welle zu prüfen, sind die Lager in Ordnung, ist die Verzahnung in Ordnung, muss nachgeschmiert werden, muss nicht nachgeschmiert werden, kann man die Kardanwelle äußerlich zum Beispiel irgendwie konservieren und wieder einbauen, oder wenn sie kaputt ist, kann man sie ausbauen und eine neue reinmachen und dort gleich eben ja, Sorgfalt walten lassen. Ich möchte an der Stelle sagen, das ist kein, ich will es nicht komplett kritisieren, es geht auch gar nicht darum, diesen Menschen zu kritisieren, sondern es geht vielmehr darum, mal zu schauen, was kann man tatsächlich machen und was macht man besser nicht. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Video, bis dann, ciao, ciao.